Lektion 1: Accessoires für ein Event. Ich liebe diese Boutique. Die Auswahl ist fantastisch. Auf jeden Fall. Ich denke, eine auffällige Halskette in einer Klutsch wäre schön. Das klingt nach einer perfekten Kombination. Eine auffällige Halskette kann jedes Outfit aufwerten. Ja, es verleiht dem Ganzen einen Hauch von Eleganz und Persönlichkeit. Haben Sie für die Veranstaltung ein bestimmtes Outfit im Sinn? Ja, ich habe vor, ein schlichtes schwarzes Kleid zu tragen. Das ist eine klassische Wahl. Die Halskette wird damit garantiert alle Blicke auf sich ziehen. Da stimme ich zu. Die Klutsch würde wunderbar zum Schmuck passen. Sollten wir nach einer Tasche mit metallischen Akzenten suchen? Ja, das würde den Gesamteindruck wunderbar abrunden. Ich freue mich darauf, Ihnen bei der Suche nach den perfekten Accessoires behilflich zu sein. Vielen Dank. Ihre Meinung bedeutet mir sehr viel. Ich glaube, dass Accessoires genauso wichtig sind wie das Outfit selbst. Ruf. Das zeugt von Liebe zum Detail. Mal sehen, ob wir auch ein passendes Paar Ohrringe finden können. Gute Idee. Ein komplettes sieht noch viel beeindruckender aus. Ich kann mir schon vorstellen, wie umwerfend du aussehen wirst. Vielen Dank. Ich hoffe, bei der Veranstaltung glänzen zu können. Gemeinsam kreieren wir einen fabelhaften Look für sie. Lektion 2: Die Bedeutung finanzieller Unterstützung im Sport. Es ist inspirierend, diese Athleten zu beobachten. Das stimmt wirklich. Viele von ihnen sind unglaublich talentiert. Ich frage mich allerdings, wie viele von ihnen finanzielle Schwierigkeiten haben. Das ist ein guter Punkt. Ohne finanzielle Unterstützung könnten sich viele eine Ausbildung nicht leisten. Genau. Training und die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen können teuer sein. Ja, die Kosten für Coaching, Ausrüstung und Reisekosten summieren sich schnell. Es ist bedauerlich, dass finanzielle Hürden die Möglichkeiten einschränken können. Ruf. Athleten ohne Unterstützung könnten ihre Träume verpassen. Sponsoring und Fördergelder können einen großen Unterschied machen. Das können sie wirklich. Durch diese Unterstützung können sich die Athleten voll und ganz auf ihr Training konzentrieren. Wie sieht es mit kommunalen Programmen aus? Glauben Sie, dass diese hilfreich sind? Ja, lokale Programme können Ressourcen und Mentoring anbieten. Ich liebe es, wie Gemeinschaften junge Talente fördern können. Es schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit und Motivation bei den Athleten. Sollten Ihrer Meinung nach mehr Bewusstsein für dieses Thema geschaffen werden? Auf jeden Fall. Das Hervorheben dieser Herausforderungen kann die Unterstützung fördern. Gemeinsam können wir uns für eine bessere Finanzierung des Sports einsetzen. Da jeder Athlet verdient eine Chance, auf der internationalen Bühne zu glänzen. Auf die Unterstützung unserer zukünftigen Champions. Lektion 3: Gesunde Ernährungsentscheidungen. Ich habe versucht, meinen Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln zu reduzieren und mehr Obst und Gemüse zu essen. Das ist ein kluger Schachzug. Bemerkst du irgendwelche Veränderungen?
Ja, ich fühle mich den ganzen Tag über energiegeladener. Das ist fantastisch. Ernährung spielt eine so wichtige Rolle für unser Wohlbefinden. Absolut. Ich stelle außerdem fest, dass ich besser schlafe. Das ist ja ein toller Vorteil. Welche Obst- und Gemüsesorten essen Sie am liebsten? Ich liebe Beeren und Blattgemüse. Sie sind so vielseitig. Da stimme ich zu. Beeren schmecken köstlich in Smoothies und Haferflocken. Ja, und Blattgemüse kann Salaten oder Smoothies hinzugefügt werden. Haben Sie schon einmal verschiedene Rezepte ausprobiert? Ja, aber ich habe gestern Abend ein Wokgericht mit verschiedenen Gemüsesorten zubereitet. Das klingt köstlich. Pfannengerichte sind eine tolle Möglichkeit, Gemüse zu verwerten. Ja, das sind sie. Ich habe außerdem noch etwas Tofu für zusätzliches Eiweiß hinzugefügt. Das klingt nach einer ausgewogenen Mahlzeit. Lernen Sie, diesen Trend fortzusetzen. Auf jeden Fall. Ich möchte mehr pflanzliche Alternativen entdecken. Das ist ein tolles Ziel. Es kann Spaß machen, neue Lebensmittel zu entdecken. Ich bin gespannt, wie mein Körper auf diese Veränderungen reagiert. Ich glaube, mit der Zeit werden Sie sich noch besser fühlen. Auf unsere Gesundheit und kluge Ernährung. Lektion 4: Den Arm ausklingen lassen. Ich hatte einen wundervollen Abend. Doch, es war schön, alle wieder zu sehen. Ich fühle mich so entspannt in diesem gemütlichen Zimmer. Ja, die Atmosphäre ist perfekt für ein Treffen. Ich liebe die leise Musik im Hintergrund. Es verleiht der gesamten Atmosphäre eine schöne Note. Ich wünsche Ihnen ebenfalls einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Ich habe vor dem Schlafengehen noch etwas zu lesen. Das klingt herrlich. Welches Buch liest du gerade? Ich lese gerade einen Kriminalroman. Er ist total spannend. Ich liebe gute Krimis. Man rätselt bis zum Schluss. Ja, ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich das entwickelt. Nun, ich sollte jetzt nach Hause gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Komm gut nach Hause. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie genießen Ihren gemütlichen Abend. Das werde ich. Lass uns ein baldiges Wiedersehen planen. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Lektion 5: Unterstützung der älteren Gemeinschaft. Ich habe darüber nachgedacht, wie ältere und pensionierte Menschen oft mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert sind. Ja, das stimmt. Viele ältere Menschen haben keine große Chance, viel Geld zu verdienen. Die Vorstellung finanzieller Unsicherheit kann für sie belastend sein. Hilf. Es ist wichtig, Unterstützung und Ressourcen bereitzustellen. Was können wir Ihrer Meinung nach tun, um zu helfen? Wir könnten Workshops zu den Themen Budgetplanung und Finanzplanung organisieren. Das ist eine fantastische Idee. Bildung kann sie befähigen, ihre Finanzen besser zu verwalten.
Wir könnten auch lokale Experten einladen, um Ratschläge zu geben. Ja, professionelle Einblicke wären von unschätzbarem Wert. Darüber hinaus könnten wir eine soziale Gruppe gründen, in der sie sich vernetzen können. Das würde dazu beitragen, Einsamkeit zu verringern und Freundschaften zu fördern. Der soziale Interaktion kann ihr Wohlbefinden erheblich verbessern. Haben Sie auch Aktivitäten in Betracht gezogen, die die körperliche Gesundheit fördern? Auf jeden Fall. Sportkurse können sie aktiv und engagiert halten. Es ist wunderbar, wie wir Ihre allgemeine Lebensqualität unterstützen können. Der, jede noch so kleine Anstrengung zählt, um etwas zu bewirken. Ich bin gespannt, wie unser Workshop ankommen wird. Wir auch gemeinsam können wir in unserer Gemeinschaft etwas Positives bewirken. Hiermit möchten wir dazu beitragen, dass sich ältere Erwachsene wertgeschätzt und unterstützt fühlen. Lektion 6 Tagespläne. Ich glaube, dass es einen Unterschied macht, den Tag mit Kaffee zu beginnen. Da stimme ich zu. Es gibt mir die Energie, die ich brauche, um den Tag zu meistern. Und was ist dein Plan für heute? Ich muss noch ein paar Besorgungen erledigen und anschließend etwas lesen. Das klingt produktiv. Was liest du gerade? Ich tauche gerade in einen neuen historischen Roman ein. Ich liebe historische Romane. Es fühlt sich an wie eine Reise in die Vergangenheit. Der, es versetzt einen in andere Epochen und Orte. Haben Sie bestimmte Erledigungen, die Sie vornehmen müssen? Ich muss Lebensmittel einkaufen und zur Post gehen. Das klingt machbar. Ich könnte dich beim Einkaufen begleiten. Das wäre toll. In Gesellschaft macht es immer mehr Spaß. Außerdem kann ich beim Tragen der Taschen helfen. Das freut mich. Ich kaufe tendenziell mehr, als ich eigentlich vorhabe. Das ist das Schöne am Lebensmitteleinkauf. Man weiß nie, was man findet. Ja, manchmal entdecke ich neue Zutaten, die ich ausprobieren kann. Ich bin gespannt, was wir heute finden werden. Tja, lasst uns erstmal unseren Kaffee austrinken und dann anfangen. Auf einen produktiven und angenehmen Tag. Lektion 7 Trainingstipps für Haustiere. Es ist wichtig, Ablenkungen beim Training von Haustieren zu minimieren. Das stimmt. Es hilft ihnen, sich auf die jeweilige Aufgabe zu konzentrieren. Was aber, wenn mein Haustier stur ist und nicht hört? Eigenwillige Haustiere können eine Herausforderung sein. Geduld ist der Schlüssel. Ich stimme zu. Ich bin manchmal frustriert, wenn sie Befehle ignorieren. Das passiert vielen Tierbesitzern. Konsequenz kann wirklich helfen. Ja, wenn ich die Befehle jeden Tag zur gleichen Zeit wiederhole, funktioniert es möglicherweise besser. Ja, Routine kann ihnen das Lernen erleichtern. Und wie sieht es mit Belohnungen aus? Halten Sie diese für wirksam? Absolut. Positive Verstärkung ist ein großartiger Motivator.
Ich verwende Leckerlis, aber ich frage mich, ob Spielzeug auch funktionieren würde. Spielzeug kann durchaus eine gute Belohnung sein, besonders für verspielte Haustiere. Ich werde versuchen, während der Trainingseinheiten sowohl Leckerlis als auch Spielzeug einzusetzen. Das ist ein kluger Ansatz. Abwechslung sorgt für Spannung. Wie lange sollte jede Trainingseinheit dauern? Kurze Sitzungen von etwa 10 bis 15 Minuten sind oft am besten. Das klingt machbar. Ich möchte, dass das Training für mein Haustier Spaß macht. Perf Ein glückliches Haustier lernt mit größerer Wahrscheinlichkeit schneller. Vielen Dank für die Tipps. Ich werde sie ab morgen umsetzen. Lektion 8: Lokale Schätze entdecken. Gibt es noch versteckte Juwelen, die ich ebenfalls besuchen sollte? Auf jeden Fall. Du solltest dir das Viertel Trastevere unbedingt ansehen. Ich habe schon so viel Gutes darüber gehört. Was macht es denn so besonders? Es ist bekannt für seine charmanten Straßen und seine wunderschöne Architektur. Das klingt herrlich. Ich liebe es, einzigartige Viertel zu entdecken. Die Restaurants dort servieren einige der besten italienischen Gerichte. Jetzt habe ich richtig Hunger. Hast du irgendwelche konkreten Empfehlungen? Die Pasta in der Trattoria da Enzo müssen Sie unbedingt probieren. Das setze ich auf meine Liste. Was sollte ich mir sonst noch in Trastevere ansehen? Die Kirche Santa Maria in Trastevere ist atemberaubend. Ich liebe historische Stätten. Die werde ich auf jeden Fall besuchen. Zudem bietet die Gegend reizende Plätze zum Entspannen und Leute beobachten. Klingt nach dem perfekten Ort zum Entspannen. Da bringen Sie Ihre Kamera mit. Die Aussicht ist atemberaubend. Das werde ich. Ich kann es kaum erwarten, die Schönheit der Stadt einzufangen. Lasst uns einen gemeinsamen Tag planen, um Trastevere zu erkunden. Das wäre wunderbar. Auf die Entdeckung verborgener Schätze. Lektion 9: Persönliche Ziele setzen. Das ist ein beachtliches Engagement, das Sie mit Ihrem neuen Projekt eingehen. Ja, das erfordert viel Engagement. Ich stelle mich ebenfalls einer neuen Herausforderung. Was möchten Sie während Ihrer Zeit erreichen? Ich hoffe, meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und einen positiven Beitrag zu leisten. Das ist bewundernswert. Auf welche konkreten Fähigkeiten konzentrieren Sie sich? Ich möchte meine Führungsfähigkeiten und meine Kommunikationsfähigkeit verbessern. Das sind unerlässliche Eigenschaften. Wie planen Sie, diese zu entwickeln? Ich werde nach Workshops und Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement suchen. Das ist ein hervorragender Ansatz. Lernen durch Erfahrung ist unschätzbar wertvoll. Außerdem ermöglicht es mir, neue Leute kennenzulernen und mein Netzwerk auszubauen. Netzwerken kann viele Türen öffnen. Ich konzentriere mich darauf, meine technischen Fähigkeiten zu verbessern. Das klingt spannend. Für welchen Technologiebereich interessierst du dich? Ich tauche gerade tief in die Datenanalyse ein. Es ist ein Wachstumsfeld. Beruf. Daten gewinnen in vielen Branchen zunehmend an Bedeutung.
Ich hoffe, meine Fähigkeiten einsetzen zu können, um Organisationen dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Das ist ein lohnenswertes Ziel. Ich glaube, du wirst es schaffen. Vielen Dank. Lasst uns gegenseitig beim Erreichen unserer Ziele unterstützen. Lektion 10. Planung eines Strandtages. Hast du schon eine Idee, wohin wir dieses Wochenende fahren könnten? Ich habe viel Gutes über den Strand gehört. Das klingt wunderbar. An welchen Strand denkst du? Ich hatte das Hotel an der Strandpromenade im Auge. Es hat so viel zu bieten. Das ist ein beliebter Ort. Welche Aktivitäten kann man dort unternehmen? Wir könnten schwimmen, Sonnenbaden oder sogar Bachvolleyball spielen. Ich liebe Beachvolleyball. Es ist immer eine tolle Möglichkeit, die Sonne zu genießen. Verf Außerdem gibt es entlang der Promenade tolle Imbissstände. Das klingt verlockend. Ich hätte jetzt Lust auf frische Meeresfrüchte. Du, ein Fisch-Taco am Strand klingt perfekt. Meinst du, wir sollten etwas Besonderes mitbringen? Vielleicht wäre eine Kühlbox mit Getränken und Snacks schön. Tolle Idee. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist in der Sonne wichtig. Sollen wir auch Strandstühle und Sonnenschirme mitbringen? Ja, es wäre schön, etwas Schatten zum Entspannen zu haben. Ich freue mich schon sehr auf diesen Strandtag. Ich auch. Das wird die perfekte Auszeit von der Stadt sein. Lasst uns unsere Pläne abschließen und alles zusammentragen, was wir brauchen. Auf einen erlebnisreichen Tag am Strand. Lektion 11. Wichtigste Dinge für den Lebensmitteleinkauf. Ich bin froh, dass wir die Mahlzeiten gemeinsam planen konnten. Auf jeden Fall. Ich schätze Ihre Hilfe sehr. Jetzt fühle ich mich besser vorbereitet für meinen Lebensmitteleinkauf. Das freut mich sehr. Was steht auf deiner Liste? Ich habe frisches Obst und Gemüse, Getreide und einige Proteine. Perfekt. Das sind die wichtigsten Zutaten für eine ausgewogene Ernährung. Soll ich auch ein paar Snacks dazu packen? Perf Gesunde Snacks können Ihnen Energie geben. Ich werde Nüsse und Joghurt auf meine Liste setzen. Das sind ausgezeichnete Optionen. Sie sind nahrhaft und lecker. Und wie sieht es mit Gewürzen aus? Meinst du, ich brauche welche? Süß. Gewürze können Ihre Gerichte deutlich aufwerten. Ich hole mir ein paar Kräuter und Gewürze. Die geben dem Ganzen so viel Geschmack. Ja, mit den richtigen Gewürzen macht Kochen richtig Spaß. Wie behält man beim Einkaufen den Überblick? Ich halte mich immer an meine Liste und gruppiere die Punkte nach Abschnitten. Das ist clever. Es spart Zeit und reduziert Impulskäufe. Perf Außerdem hilft es mir, nichts Wichtiges zu vergessen. Ich werde diese Strategie auf meiner Reise verfolgen. So ver Das schaffst du bestimmt. Viel Spaß beim Einkaufen. Vielen Dank. Ich werde Ihnen berichten, wie es läuft.
Lektion 12. Nervosität vor dem Rennen. Der Tag vor einem Rennen kann ganz schön nervenaufreibend sein, nicht wahr? Entwurf. Viele Läufer empfinden eine Mischung aus Aufregung und Angst. Ich frage mich, wie sich einige dieser Teilnehmer jetzt fühlen. Dies könnte ihr allererstes Rennen sein, was die Nervosität verstärken kann. Ja, der Leistungsdruck kann enorm sein. Vielleicht sind sie wegen Nervosität vor dem Rennen nicht in Bestform. Das ist durchaus möglich. Es kann ihre Leistung beeinträchtigen. Ich hoffe, sie erinnern sich daran, das Erlebnis zu genießen, unabhängig vom Ergebnis. Genau, jedes Rennen ist eine Lernmöglichkeit. Außerdem ist die Atmosphäre hier sehr ermutigend. Ja, alle feuern sich gegenseitig an, was sehr motivierend ist. Ich liebe das Gemeinschaftsgefühl bei diesen Veranstaltungen. Es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen ihre Grenzen ausloten. Ja, ungeachtet ihrer Endzeit sind sie schon jetzt Gewinner. Das ist eine tolle Sichtweise. Warst du schon mal so nervös vor einem Rennen? Das habe ich. Aber ich erinnere mich immer wieder daran, mich auf den Weg zu konzentrieren. Das ist klug. Wenn man den Prozess genießt, kann das einen großen Unterschied machen. Lasst uns alle Teilnehmer anfeuern. Absolut. Auf einen erfolgreichen Renntag für alle Teilnehmer. Lektion 13. Spaß an Regentagen finden. Hi, hast du dich an einem Regentag schon mal gelangweilt? Beruf. Bei trübem Wetter ist es schwer, Beschäftigungen zu finden. Ich weiß, was du meinst. Manchmal hat man das Gefühl, der Tag zieht sich endlos hin. Verf. Mir fällt es oft schwer, mich drinnen zu motivieren. Was machst du normalerweise, um dir die Zeit zu vertreiben? Ich schaue mir manchmal Filme an oder schaue mir eine Serie am Stück an. Das ist eine klassische Wahl. Irgendwelche Empfehlungen für einen guten Film? Ich habe vor kurzem eine Komödie gesehen, bei der ich die ganze Zeit lachen musste. Ich lache gern. Wie lautete der Titel? Es hieß The Grand Budapest Hotel. Hast du es gesehen? Ja, es ist so komisch und wunderschön gemacht. Das stimmt wirklich. Wie gehst du mit Langeweile um? Ich lese gerne Bücher, vor allem Krimis. Das klingt spannend. Hast du einen Lieblingskrimi? Ich liebe Verblendung absolut. Ich habe schon viel Gutes darüber gehört. Ich sollte es unbedingt auf meine Leseliste setzen. Das solltest du unbedingt tun. Es ist ein absoluter Pageturner. Eine weitere Idee für Regentage ist, etwas Neues zu kochen. Das ist ein fantastischer Vorschlag. Kochen kann ein spannendes Abenteuer sein. Verf- Und außerdem können Sie im Anschluss ein köstliches Essen genießen. Lasst uns das Beste aus Regentagen mit lustigen Aktivitäten machen. Lektion 14. Der Fosbury Flug.
Wussten Sie, dass die Fosbury-Technik 1968 eingeführt wurde? Tja, es war revolutionär in der Welt des Hochsprungs. Das ist richtig. Dick Fosbury wandte eine neue Technik an, die den Sport veränderte. Ich finde es faszinierend, wie die Innovation einer einzelnen Person eine ganze Disziplin beeinflussen kann. Absolut. Vor Fosbury verwendeten die Athleten traditionelle Techniken. Es ist erstaunlich zu sehen, wie schnell sich der Sport nach seinem Erfolg weiterentwickelt hat. Ich frage mich, was ihn dazu inspiriert hat, etwas so Ungewöhnliches auszuprobieren. Er muss großes Vertrauen in seine Vorgehensweise gehabt haben. Absolut. Es erforderte Mut, gegen die Norm zu verstoßen. Glauben Sie, dass andere Athleten anfangs skeptisch waren? Ich kann mir vorstellen, dass sie es waren. Veränderungen zu akzeptieren kann schwierig sein. Doch als Sie die Ergebnisse sahen, haben Sie es sich wahrscheinlich anders überlegt. Ja, der Fosbury-Flug wurde im Nutze Standardtechnik. Ich liebe es, wie Innovationen zu bahnbrechenden Fortschritten im Sport führen können. Es zeigt, wie wichtig Kreativität und unkonventionelles Denken sind. Ja, jeder großartige Sportler muss sich irgendwann dem Wandel stellen. Ein Hoch auf all jene, die es wagen, anders zu sein. Lektion 15. Gesunde Ernährung. Folgen Sie einem bestimmten Diätplan? Nein, ich konzentriere mich einfach auf eine ausgewogene Ernährung. Das klingt vernünftig. Ausgewogenheit ist der Schlüssel zu einer guten Ernährung. Ja, ich versuche, verschiedene Lebensmittel in meine Mahlzeiten einzubauen. Was halten Sie für unerlässlich für eine ausgewogene Ernährung? Ich glaube an den Verzehr von Obst, Gemüse, Proteinen und Vollkornprodukten. Das ist eine solide Grundlage. Bereitest du deine Mahlzeiten vor? Ja, das tue ich. Es hilft mir, während der Woche den Überblick zu behalten. Was bereiten Sie üblicherweise im Voraus vor? Ich koche gerne Getreide und röste Gemüse für einfache Mahlzeiten. Das klingt köstlich. Hast du irgendwelche Lieblingsrezepte? Ich liebe es, Quinoa-Salat mit vielen bunten Gemüsesorten zuzubereiten. Das klingt erfrischend. Das sollte ich mal ausprobieren. Das solltest du unbedingt tun. Es ist einfach und sehr nahrhaft. Gönnen Sie sich manchmal Süßigkeiten? Selbstverständlich. Ich glaube an Mäßigung. Das ist ein hervorragender Ansatz. So bleibt alles angenehm. Klar, das Leben ist zu kurz, um ganz auf das Salz zu verzichten. Da stimme ich vollkommen zu. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Ich liebe dunkle Schokolade. Sie ist reichhaltig und sättigend. Dunkle Schokolade ist eine hervorragende Wahl. Sie hat außerdem gesundheitliche Vorteile. Tja, auf gesunde Ernährung und leckere Naschereien. Darauf ein Hoch. Lasst uns diese gesunden Alternativen weiter erkunden. Lektion 16. Vorbereitung auf den Winter. Es wird langsam kalt. Der Wind weht heute stark.
Ja, ich spüre, der Winter naht. Zeit, sich warm anzuziehen. Ich sollte wohl mal meine Winterkleidung überprüfen. Hast du deine schon bereit? Ja, das tue ich. Ich bereite mich immer frühzeitig vor, damit ich nicht unvorbereitet bin. Das ist eine clevere Strategie. Was ist dein unverzichtbarer Winterartikel? Definitiv ein warmer, stylischer Schal. Er macht einen großen Unterschied. Ich liebe Schals auch. Sie spenden Wärme und sehen dabei auch noch stylisch aus. Hille, was ist dein unverzichtbares Winterroutenziel? Ich kann ohne meine isolierten Handschuhe nicht leben. Kalte Hände sind einfach furchtbar. Da stimme ich vollkommen zu. Haben Sie schon mal beheizbare Handschuhe ausprobiert? Ich habe es noch nicht ausprobiert, bin aber neugierig. Funktionieren sie wirklich? Tja, sie sind fantastisch, um die Hände warm zu halten. Das klingt nach einer lohnenswerten Investition. Ich werde es mir überlegen. Das solltest du unbedingt tun. Winterabenteuer werden dadurch viel schöner. Apropos Abenteuer, hast du schon Pläne für den Winter? Ich möchte Schlittschuhlaufen gehen und vielleicht einen Weihnachtsmarkt besuchen. Das klingt nach tollen Aktivitäten. Ich würde sehr gerne mitmachen. Pluf, lasst uns gemeinsam das Beste aus der Winterzeit machen. Auf warme Kleidung und aufregende Winterabenteuer. Lektion 17. Der Nervenkitzel des Rennsports. Seht euch die Athleten auf der Laufbahn an. Sie sind bereit, gegeneinander anzutreten. Tja, ich liebe die Energie hier. Sie ist so motivierend. Es ist faszinierend zu sehen, wer am schnellsten rennen kann. Pluf, jeder Läufer hat seine eigene, einzigartige Technik. Ich frage mich, was ihnen wohl durch den Kopf geht, bevor das Rennen beginnt. Ich stelle mir vor, dass sie konzentriert sind und sich ihre Performance bildlich vorstellen. Das ist wahrscheinlich. Mentale Vorbereitung ist genauso wichtig wie körperliches Training. Hast du einen Lieblingssportler, den du bewunderst? Ich bewundere Usain Bolt sehr. Seine Geschwindigkeit ist unglaublich. Er ist wirklich bemerkenswert. Seine Rekorde sind schwer zu übertreffen. Und du? Wer inspiriert dich im Sport? Ich bewundere Florenke Griffith-Joyner. Ihr Stil und ihre Schnelligkeit waren unübertroffen. Sie war eine wahre Pionierin. Es ist wunderbar zu sehen, wie Frauen im Sport herausragende Leistungen erbringen. Tja, Sportlerinnen durchbrechen weiterhin Barrieren und inspirieren andere. Ich hoffe, heute einige spannende Zieleinläufe zu sehen. Tja, der Nervenkitzel des Wettbewerbs ist berauschend. Lasst uns sie anfeuern, wenn sie ihre Plätze einnehmen. Lektion 18. Reflexionen zur beruflichen Laufbahn. Wie lange waren Sie in dieser Position tätig, bevor Sie eine neue Stelle angetreten haben? Insgesamt habe ich etwa 5 Jahre in dieser Position verbracht. Das ist eine beträchtliche Zeitspanne. Was hat Ihnen am besten gefallen? Mir gefielen die Herausforderungen, die es mit sich brachte. Jeder Tag war anders. Das klingt spannend.
Hast du in dieser Zeit irgendwelche besonderen Fähigkeiten erlernt? Ja, ich habe ausgeprägte Führungs- und Problemlösungsfähigkeiten entwickelt. Diese sind unschätzbar wertvoll. Gab es irgendwelche größeren Herausforderungen? Süluf, die Leitung eines Teams kann mitunter recht anspruchsvoll sein. Das kann ich mir vorstellen. Welche Strategien haben Sie angewendet, um diese Herausforderungen zu meistern? Ich habe mich auf klare Kommunikation und die Förderung eines positiven Umfelds konzentriert. Das klingt vielversprechend. Eine gute Teamdynamik ist unerlässlich. Das stimmt wirklich. Ich glaube, es hat zu einer besseren Zusammenarbeit und mehr Erfolg geführt. Was hat Sie nach 5 Jahren zum Wechsel bewogen? Ich wollte neue Möglichkeiten entdecken und mich weiterentwickeln. Das ist eine mutige Entscheidung. Veränderungen können zwar beängstigend, aber auch lohnend sein. Tja, ich freue mich auf die neuen Herausforderungen, die vor mir liegen. Ich bin gespannt, wohin Ihre Karriere Sie als nächstes führen wird. Vielen Dank. Ich weiß eure Unterstützung sehr zu schätzen. Auf neue Abenteuer. Darauf ein Hoch. Lasst uns weiterhin gegenseitig auf unseren Wegen ermutigen.